Hallo und herzlich willkommen bei Cine for Home. Ja, wir sind zurück nach unserer Zwangspause. Nicht nur mit zahlreichen Artikeln auf der Webseite, sondern auf vielfachen Wunsch auch wieder mit unserem Videokanal. Und ich befinde mich hier in unserem wiederaufgebauten Testraum. Einige von euch werden ja vielleicht mitbekommen haben, dass dieser Testraum und auch andere Testräume komplett von der Flut ergriffen wurden. Es wurde hier alles bis unter die Decke mit Wasser überschwemmt. Zum Glück konnten wir aber die wichtigsten Geräte, die schönen Lautsprecher, Beamer und Testmaterial retten, sodass nur der Raum an sich untergegangen ist. Aber auch das hat über ein Jahr gedauert, diesen schwarzen Raum wieder komplett mit allen Optimierungen aufzubauen. Wie ihr seht, ist er ja gerade optisch sehr optimiert, damit wir hier auch wirklich die absolut perfekten und adäquaten Messergebnisse für euch erzielen. Und das, was ihr hier über mir seht, das ist ein Sony VPL VW270, den wir vor 3 Jahren angeschafft haben. Also kein topmodernes aktuelles Gerät. Dieses Gerät haben wir vor 3 Jahren angeschafft, um einen Langzeittest zu machen bezüglich der Drift- und Kontrastproblematik von Sony-Projektoren. Das schwelt ja schon seit ein paar Jahren und wir wollten da einfach mal Nägel mit Köpfen machen. Und zu diesem Gerät haben wir ja schon Ergebnisse veröffentlicht, wir haben aber auch wieder aktuelle Ergebnisse und wir haben auch noch andere Messreihen von User-Geräten durchgeführt. Auch das zeigen wir in diesem Video. Und für alle, die vielleicht auch neu dabei sind, werden wir die ganze Thematik noch einmal komplett aufrollen. Also das Thema dieses Videos ist sozusagen die Sony Drift- und Kontrast-Saga in mehreren Akten. Und jetzt folgt Akt 1. Los geht's. So, ich habe es mir jetzt mal etwas bequem gemacht und auch ein paar Notizen, damit ich bei dieser ganzen Saga nichts vergesse. Ja, Sony SXRD-Projektoren, die gehören ja tatsächlich mit zu den besten am Markt. Die haben einen extrem hohen Kontrast, eine sehr gute Farbwiedergabe, sind mit nativer 4K-Auflösung sehr scharf und. Es ist also keine Überraschung, dass sich diese Projektoren gerade bei High-Endern sehr schnell durchgesetzt haben. Als Gegenspieler ein bisschen zu JVC, die ja mit diesen LCOS-Projektoren ein bisschen vorher angefangen haben. Also beide Marken auf sehr hohem Niveau und eigentlich die High-End-Marken für viele Heimkinos. Ja, und auch wir konnten diese guten Ergebnisse immer in unseren Tests ja auch bestätigen. Aber als Journalist hat man es ja bei Geräten immer mit Neugeräten zu tun. Wir bei Cine for Home, wir achten ja schon darauf, dass wir Seriengeräte nehmen, also keine selektierten vom Hersteller, obwohl das auch nicht jeder Hersteller macht, aber durchaus ist da eine Gefahr. Wir nehmen immer Seriengeräte und wir nehmen auch möglichst viele Seriengeräte, um ein Durchschnitt ermitteln zu können. Aber all diese Geräte sind natürlich, wenn ein Gerät gerade erst auf den Markt gekommen ist, neu. Das sind alles neue Geräte. Und ja, insofern war erstmal alles lange gut in der Sony-Welt oder in der Heimkino-Welt. Aber bei Cine for Home machen wir ja auch immer viele Workshops. Wir treffen uns mit Usern und erklären ein bisschen die Technologie und wie man Beamer kalibriert, machen da Schulungen. Und da bringen natürlich auch immer viele ihre Beamer mit und dann messen wir die gemeinsam neu an. Das sind dann Gebrauchtgeräte mit mehreren 100 Stunden auf der Uhr, teilweise erst ein paar Monate alt, teilweise aber auch schon ein paar Jahre alt. Ja, und da ist dann zum ersten Mal aufgefallen, das ist schon einige Jahre her, dass so mancher Sony-Projektor sich nicht mehr so richtig einstellen ließ. Da war das Bild etwas flach und das Gamma und die Farben alle etwas daneben. Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, dass ein Projektor im Laufe der Zeit sich verändert. Man kann es aber meistens dann wieder korrigieren. Aber immer mehr User haben sich darauf auch in der Folgezeit gemeldet, in Foren oder direkt per E-Mail, dass ihr Sony Beamer Probleme macht und das nicht wirklich korrigierbar ist. Das haben wir dann auch überprüft und tatsächlich dachten wir am Anfang, dass nur die HW-Geräte betroffen sind. HW, das sind die Full-HD-Geräte, die komplett analog noch angesteuert werden. Und bei den VW-Geräten konnten wir am Anfang dann nicht wirklich was ermitteln. Und die VW-Geräte sind auch voll digital angesteuert, wie ein DLP, nur per Pulsweitenmodulation. Das ist schon ein entscheidender Unterschied in der Bilderzeugung. Und deshalb war eigentlich die Vermutung zuerst, dass diese VW-Geräte, also die 4K-Geräte, nicht betroffen sind. Aber auch danach kamen erste User auf mich zu mit einem VW 1000 oder VW 500, das waren so die ersten beiden nativen 4K-Geräte, mit Problemen. Ja, und das hat aber auch gedauert, bis die kamen. So 2 Jahre nach Markteinführung ging das ungefähr los. Ja, und seitdem haben wir uns mit der Thematik beschäftigt und seitdem zeichnen sich immer weiter Probleme ab.
die wir jetzt euch mal erläutern. So, jetzt haben wir viel von Problemen und Symptomen geredet. Erläutern wir doch erstmal genau, was diese Symptome sind. Wie äußert sich dieser Drift und diese Kontrastproblematik? Ja, als erstes haben wir es mit einem Gamma-Drift zu tun. Gamma-Drift, den gibt es öfter auch bei LCD-Projektoren. Gamma ist ja die Umsetzungskurve, die die Signalstärke in Helligkeit auf der Leinwand umsetzt. Also eigentlich die Kurve, die die Belichtung im Bild beeinflusst. Und da kann man verschiedene Gamma-Werte einstellen. Das kennen ja wahrscheinlich fast alle von euch. Gamma 2,2, 2,3, 2,4. Und das ändert die Belichtung. Entweder wird das Bild etwas heller oder kontraststärker. Ja, und dieses Gamma driftet, das wird immer flacher. Das heißt, das Bild wird immer mehr aufgehellt. Und dadurch geht Bildtiefe verloren und das Bild wirkt insgesamt etwas überbelichtet. Das war bei den HW-Geräten sehr auffällig, bei den VW-Geräten nicht immer so auffällig. Denn hier driften nicht unbedingt alle Farben gleichzeitig. Es ist ja ein 3-Chip-Projektor, das heißt, es gibt dreimal ein Gamma für Rot, Grün und Blau. Und es ist oft auch nur das blaue Gamma, das driftet. Das heißt, das blaue Gamma wird immer aufgehellt und dadurch wird das Bild auch immer etwas blaustichiger. Denn das nächste Symptom, das dadurch entsteht, ist eine Veränderung der Farbtemperatur. Wenn also eine Farbe etwas aus dem Ruder gerät, also in diesem Fall blau, dann gerät immer mehr Blau in die Farbmischung. Die Farbtemperatur sind ja Graustufen, die durch Rot, Grün und Blau gemischt werden. Und die werden durch zu viel Blau dann viel zu kühl. Und so ein gedrifteter Sony, der hat dann nicht mehr die Normfarbtemperatur von D65, 6.500 Kelvin, sondern 7.000, 8.000, 9.000 Kelvin, manche sogar über 10.000 Kelvin, also viel zu bläulich. Und dadurch wird natürlich die Farbwiedergabe auch noch beeinflusst, schon zu dem flacheren Bild. Ja, und damit ist immer noch nicht genug. Dieser Blaudrift, also dadurch, dass immer mehr Blau sich einmischt, das betrifft dann auch das interne Color Management von dem Projektor. Der Projektor hat ja 16 Millionen Farben, die er darstellen kann, je nach Bittiefe. Und jede Farbe ist individuell und besteht aus einer RGB-Mischung. Wenn jedes Mal zu viel Blau dabei ist, wandert alles Richtung Blau. Das kann man dann wiederum sehen, wenn man den Farbraum nachmisst. Dann sieht man, dass alles, was gegenüber von Blau ist, also Grün und Rot, dass das alles Richtung Blau verschoben wird. Aus Rot wird mehr Magenta, aus Grün wird mehr Cyan. Und so wird der Farbraum kleiner, die Farben blasser, ja, und das Bild noch flauer. Das ist aber immer noch nicht alles, denn das nächste Symptom, das eigentlich das gravierendste ist, das ist der Kontrastverlust. Kontrastverlust bedeutet, dass der Schwarzwert im Laufe der Zeit heller wird. Man kauft ja gerade so einen Sony-Projektor, weil er so ein richtig schönes Schwarz machen kann in dunklen Szenen. Und das wird immer heller und das Schwarz immer gräulicher und dadurch geht der Kontrast verloren. Ja, und das fängt nach einer gewissen Zeit an und kann, wenn man Pech hat, auch immer stärker werden. Ja, und damit beschäftigen wir uns jetzt im nächsten Akt. Soweit die Symptome. Jetzt kommen wir zum Akt 3, den Auswertungen. Wir haben viele Geräte untersucht, viele Daten gesammelt, Theorien entwickelt, was die Ursachen sind. Und hier wollen wir in diesem Akt diese Auswertungen einmal zusammenfassen. Da behandeln wir auch verschiedene Fragen, die wir immer vorher einblenden. Los geht's. Ja, all diese Symptome brauchen eine gewisse Zeit, bis sie in Kraft treten. Ein Neugerät ist relativ. Ein Neugerät kann dann neu sein, wenn es aus der Fabrik gerade kommt oder wenn man es beim Händler kauft. Da lag es aber manchmal vielleicht schon mal ein paar Monate im Lager oder beim Vertrieb. Grundsätzlich, wenn das Gerät wirklich brandneu aus der Fabrik kommt, dauert es in der Regel ein Dreiviertel bis ein Jahr, bis sich diese ersten Symptome zeigen können. Nicht müssen. Das ist, da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Die Geräte, die dann betroffen sind, oder auch die meisten, nach unseren bisherigen Erkenntnissen, das beginnt auf jeden Fall nach über einem Jahr bis 2. Also bei 2 Jahren, da setzt das dann bei den meisten Geräten an, spätestens aber eigentlich dann im 3. Jahr. Ja, und dieser Drift, der setzt sich auch fort. Das heißt, das geht dann noch einige Jahre so weiter, wenn das mal begonnen hat. Ja, wie weit geht der Drift? Hat das auch mal ein Ende? Wie weit kann so ein Sony Beamer maximal driften? Um das mal zu eruieren, haben wir besonders alte Geräte genommen. Also Geräte, analog angesteuerte Geräte, die
einige Jahre alt sind und auch noch einige Jahre eingelagert waren, was für den Drift auch noch eher fördernd ist. Ja, und als Worst Case haben wir da 2, 3 Geräte untersucht und der Kontrast fiel tatsächlich auf unter 500:1. Jetzt muss man dazu wissen, so ein Gerät hat ja neu gerne mal 8, 9, 10.000, bei den 4K-Geräten über 10.000:1 gehabt. Und dann sind wir nur noch bei unter 500:1. Ja, und der Farbraum, der schrumpft auch ungefähr um 35, also gut ein Drittel wird der kleiner, alles Richtung Blau. Und ja, hierbei scheint es sich dann wirklich so um das Endstadium zu handeln. Weiter scheinen sie dann nicht mehr zu driften, aber das sind ja auch schon dramatische Werte, denn jeder Einstiegsbeamer heutzutage, der ist natürlich im Kontrast und in den Farben dann deutlich höher. Ja, je nach Fortschritt des Driftes kann man tatsächlich Teile dieser Symptome, die wir eben besprochen haben, wieder beheben. Also zum Beispiel die Farbtemperatur. Wenn man natürlich einen Blaustich in der Farbtemperatur hat, dann kann man den mit Hilfe der RGB-Reglern im Beamer-Menü vielleicht korrigieren. Wenn die Einstellungen dann nicht mehr ausreichen, dann im Service-Menü. Wenn die Einstellmethoden nicht mehr ausreichen, dann gibt es sogar noch die externe Profi-Kalibriersoftware, sowohl für HW als auch für VW-Geräte. Da kann man schon noch einiges korrigieren. Es gibt natürlich ein paar Fälle, dass man in gewissen Bereichen mit so einem kleinen Blaustich dann noch weiter leben muss. Aber die Farbtemperatur kann man schon wieder hinbiegen. Beim Farbraum kann man auch was machen. Der werkseingestellte 709 Farbraum, der ist meistens verloren. Aber es gibt noch die anderen Farbraum-Settings, die den nativen Farbraum nutzen, ohne Farbmischung. Und die kann man dann wieder neu auf die Norm kalibrieren. Das funktioniert auch mal besser, mal schlechter. Aber in jedem Fall kann man da eine deutlich sichtbare Verbesserung wieder hinbekommen. Bei dem DCI P3 Farbraum, also bei den 4K-Modellen, ist das ein bisschen schwieriger. Denn Sony haben ja keinen nativen DCI P3 Farbraum, die haben so einen Triluminous Farbraum. Da ist das mit dem Color Management ein bisschen schwieriger. Aber auch da kann man in den meisten Fällen eine sichtbare Verbesserung erzielen. Vielleicht nicht unbedingt wieder die Perfektion vom Anfang, aber schon sichtbare Verbesserungen. Beim Gamma das Gleiche. Man kann erst in dem normalen Bildmenü vom Beamer korrigieren. Da ist man dann schnell an den Grenzen. Da muss man dann auf die externe Kalibriersoftware ausweichen. Auch hier kann man noch was machen. Was aber absolut nicht korrigierbar ist, ist der Schwarzwert. Wenn der sich einmal aufgehellt hat, also der Kontrast von dem Projektor vermindert ist, dann ist der für immer verloren. Das kann man durch Einstellungen nicht beheben und das kann selbst der Hersteller durch eine Reparatur nicht beheben. Wenn so ein Gerät so einen Kontrastverlust hat, bleibt tatsächlich nur der Austausch der Light Engine oder der Austausch des ganzen Projektors. Ja, diese ganzen Korrekturmöglichkeiten, da sind wir momentan mit einem Händler dran, vielleicht ein Verfahren zu entwickeln, dass wir das relativ schnell durchführen können. Wenn wir da zu befriedigenden Ergebnissen kommen, dann werden wir diesen Korrekturservice auch euch anbieten. Wenn ihr also ein betroffenes Gerät habt, das ein bisschen verbessert werden muss, dann könnt ihr uns das vorbeibringen oder schicken und wir korrigieren das dann für euch. Aber mehr dazu dann, wenn es soweit ist. Nein, tatsächlich gibt es Ausnahmen. Auch schon vor unseren Analysen hat sich abgezeichnet, dass starke Geräte eher vom Drift verschont blieben als wenig genutzte, die fast über die ganze Zeit eingelagert waren oder eben kein Bild dargestellt haben. Aber auch da gab es wiederum Ausnahmen. Es gab durchaus auch viel benutzte Geräte, die doch irgendwann angefangen haben zu driften. Und es gab auch tatsächlich wenig genutzte Geräte, die stabil waren. Aber die Tendenz, der Zusammenhang war schon zu erkennen. Ja, um hier mal Licht ins Dunkle zu bringen, haben wir dann eigene Analysen durchgeführt, zahlreiche Beamer vermessen und wir haben natürlich auch, wie schon erwähnt, ein extra Gerät dafür angeschafft, diesen VW 270. Den haben wir tatsächlich fast auf den Tag genau vor 3 Jahren im März 2020 angeschafft und von da an immer untersucht. Und im ersten halben Jahr hatte er überhaupt keinen Drift, also das native Kontrastverhältnis lag so zwischen, je nachdem wie man das optimiert, 13 und 15.000:1. Und er hat am Anfang wenig Drift oder gar keinen Drift tatsächlich, eine leichte Veränderung bei den optimalen Einstellungen, aber keinen wirklichen Drift. Das haben wir so ein Dreivierteljahr bis ein Jahr überprüft und auch da war das Gerät stabil. Wir haben den auch relativ viel genutzt. Er kam, glaube ich, schon so auf um die 1000 Stunden in dem Jahr. Ja, dann, wie schon erwähnt, kam leider die Flut
und hier wurde alles überschwemmt. Wir konnten ihn aber in Sicherheit bringen. Er ist nicht mit Wasser in Berührung gekommen. Er ist komplett trocken geblieben und in Sicherheit gebracht worden. Aber wir haben ihn durch den Wiederaufbau und so weiter dann praktisch ein Jahr überhaupt nicht benutzt. Er war dann ein Jahr eingelagert. Ja, und jetzt haben wir ihn ja im Herbst letzten Jahres wieder herausgeholt und waren natürlich ganz gespannt, wie er diese Zeit überdauert hat. Und die Antwort ist leider nicht gut. Er war also vor dem Einlagern, lag er tatsächlich noch beim Neuzustand bei knapp 13.000 zu 1. Und nach dem Einlagern von nur einem Jahr, wohlgemerkt, war sein Kontrast nur noch bei 6.800 zu 1. Es hat sich tatsächlich in einem Jahr der Nichtbenutzung halbiert. Und das ist für ein Gerät dieser Preisklasse, der kostet ja schon noch ein paar tausend Euro, schon dramatisch. Jetzt haben wir ihn ja aber auch wieder seit ein paar Monaten im Einsatz und auch wieder einige Stunden drauf, ja, sagen wir mal umgangssprachlich, draufgehauen. Und er hat jetzt auch schon wieder eine ordentliche Benutzung. Und die Frage war, jetzt ist er jetzt wieder stabil. Jetzt haben wir ihn wieder gemessen und der Kontrast liegt noch bei 6.200 zu 1. Mit anderen Worten, er ist weiter gefallen, obwohl er wieder regelmäßig genutzt wird. Also das stellt schon wieder Fragen auf. Zum Beispiel, wenn dieser Kontrastverlust mal in Gang gesetzt ist, kann er überhaupt wieder aufgehalten werden. Also das ist wenig erfreulich, dieses Gerät. Und ich will auch an dieser Stelle mal betonen, auch mir ist sozusagen ein direkter finanzieller Schaden dadurch entstanden. Und das wird immer gerne auch vergessen, dass die User, die betroffen sind, da es mit massiven Wertverlusten zu tun haben. Ja, wir haben natürlich viele User getroffen schon und einige müssen wir auch noch treffen. Haben schon über 30 Geräte gemessen und ja, da konnten wir auch ermitteln, dass ungefähr 30 Geräte, bei 30 Geräten ungefähr 25%, das sind etwas gröbere Zahlen, aber die aktuellen, einen starken Drift haben, also über 50%, 45% so einen mittleren und 20% einen milden. Und wir haben tatsächlich auch festgestellt, dass ungefähr so 10% der Geräte keinen messbaren Drift hatten, also stabil sind. Und auch hier ganz interessant, es waren nicht immer die Geräte mit der höchsten Nutzungsdauer, die hier dabei waren. Bei den Lasergeräten wird das noch unberechenbarer. Hier gibt es eigentlich keinen richtigen Zusammenhang mehr. Die werden ja auch nicht so heiß zur Nutzung und dem Drift. Auch hier sind die meisten betroffen. Aber wir haben immerhin 6 Geräte gefunden, die keinen signifikanten Drift hatten. Und von diesen 6 Geräten waren, glaube ich, auch 3 relativ alt. Also älter als ein Jahr, ich glaube sogar auch älter als 2 Jahre. Das ist interessant. Das ist also auch möglich. Also man kann auch Glück haben. Ja, wie gerade erläutert, eine starke Nutzung bei den Lampengeräten kann den Drift eventuell verzögern, vielleicht sogar verhindern. Es ist aber auf keinen Fall garantiert. Bei den laserbasierenden Projektoren habe ich keine Erkenntnisse, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, ihn zu verhindern oder zu provozieren. Wir haben natürlich auch versucht, die Ursachen ein bisschen zu reverse-engineeren. Von dem Hersteller gibt es natürlich keine Information dazu. Es hat wohl was mit der Luftfeuchtigkeit zu tun. Wir haben extra mal ein stark betroffenes Gerät zerlegt. Das seht ihr auch auf unserer Webseite. Da haben wir das alles dokumentiert. Und ja, die auffälligen Teile, die uns dabei begegnet sind, sind die Polarisationsfilter, die Wiregrids. Die scheinen gewisse Oxidationsschäden zu haben. Das würde auch alles so ins Bild passen, weil ja viel genutzte Geräte bei Lampen sehr trocken laufen, weil sie sehr warm sind. Und wenig genutzte Geräte, die irgendwo in einem feuchten Keller eingelagert sind, am ehesten einer Oxidation ausgesetzt sind. Das ist alles nicht 100% erwiesen, aber gewisse Anzeichen haben wir bei unseren Untersuchungen dafür gehabt. Tatsächlich ist der Drift bei Projektoren nichts Neues und speziell auch bei LCOS-Projektoren, Sony-Projektoren sind ja LCOS-Projektoren, auch keine Seltenheit. JVC, das ist ja der andere große Hersteller von LCOS-Projektoren, der Dealer-Projektoren, die zeigen auch einen gewissen Drift. Und ich habe damals ja auch damals mit der Heimkinoboutique ein Video veröffentlicht, wo wir uns damit beschäftigt haben. Und tatsächlich das Ergebnis war, dass also jeder JVC, der mir begegnet ist, ist tatsächlich von Neugerät bis nach ein paar Monaten oder Jahren gedriftet. Aber
es gibt trotzdem wesentliche Unterschiede in diesem Drift, weshalb das nicht vergleichbar ist. Erstens, JVC hat bei seinen Geräten eine kostenlose AutoCAL-Software und da ist es möglich, dass der Händler oder man auch selber, ohne wirklich viel Ahnung von der Materie zu haben, diesen Drift beheben kann. Da muss man diese Software starten, das läuft dann so eine halbe Stunde und dann ist der Drift behoben. Also der Drift betrifft auch hauptsächlich das Gamma. Zweitens, JVC-Projektoren stabilisieren sich irgendwann nach 1, 2, 3 Jahren. Das kann auch ein bisschen dauern, aber tatsächlich geht dieser Drift nicht immer weiter. Das ist kein endloser Vorgang. Und drittens, der wichtigste Punkt, bei keinem JVC-Projektor, den ich jemals gesehen habe, ist der Schwarzwert schlechter geworden. Das heißt, der Kontrast, der ja wirklich der Hauptkaufgrund ist für einen LCOS-Projektor, der blieb erhalten. Und das ist ja gerade das Entscheidende. Also der Gamma- und Farbdrift, die kann man alle korrigieren und einen Kontrastdrift gibt es nicht. Und deshalb ist diese Sache weitaus weniger schlimm, auch wenn praktisch alle JVCs betroffen sind. Aber dass man Geräte ab und zu nachkalibrieren muss, ist ja auch ist eigentlich eine Binsenweisheit. Ja, jede Art von Drift sollte also korrigierbar sein. Und dieser Kontrastverlust ist bei Sony ja noch nicht mal von dem Hersteller korrigierbar. Das ist dann also ein entscheidender Unterschied. Manchmal höre ich auch das Argument, ja, ich habe auch noch einen alten LCD-Projektor, der ist jetzt nach x Jahren auch nicht mehr vom Kontrast so gut wie vorher. Auch das stimmt. LCD-Projektoren, die können durch Staubkontrast verlieren und natürlich auch durch Alterung. Aber auch hier gibt es einen Unterschied. LCD-Projektoren, Mittelklasse-LCD-Projektoren, die kosten einen Bruchteil von so einem Gerät. Die kauft man auch nicht unbedingt wegen Kontrast. Und dieser Verlust ist meistens nach vielen, vielen Jahren. Hier haben wir es mit Problemen zu tun, die teilweise nach einem Jahr schon auftreten oder nach 2 und 3, teilweise also noch innerhalb der Garantie. Und das sollte so kurzfristig tatsächlich nicht sein. Wenn diese Geräte nach 7, 8 Jahren anfangen würden zu driften und nach 10 Jahren dann, sagen wir mal, ein schlechtes Bild machen würde, glaube ich, auch nie jemand etwas dagegen sagen. Aber wenn sie so nach so kurzer Zeit schon anfangen abzubauen und sie kosten ja 5.000 bis 60.000 Euro, da kann man als User unserer Meinung nach schon verärgert sein. Ja, auch die Kommunikation mit Sony ist über die Jahre eine kleine Saga für sich. Wir bei Cinephorum, wir versuchen ja immer ein bindendes Glied zu sein. Wir tauschen uns mit Usern aus, mit euch, in den Facebook-Gruppen, das wisst ihr, davor in Foren. Man kann uns eigentlich immer direkt ansprechen. Natürlich tauschen wir uns auch mit vielen Händlern aus, denn die haben ja auch Erfahrung mit den Kunden. Die müssen ja im Zweifel zwar leider immer ihren Kopf hinhalten, wenn es Probleme gibt. Und wir tauschen uns natürlich auch mit Herstellern aus, denn ja, auch die sind ja teilweise überrascht von diesen Sachen. Fehler können immer passieren, gerade bei so großen Konzernen. Und es ist deshalb einfach wichtig, dass da alle irgendwie zusammenarbeiten, um das Problem zu lösen. Das haben wir dann auch damals versucht und sind mit dem Problem an Sony herangetreten, als wir das dann mit diesem Workshop ermittelt haben. Und Sony hatte auch sehr, sehr vorbildlich reagiert. Der damalige Europa-Product Manager, der hat das zur Chefsache erklärt, hat einen direkten Kontakt zu Japan aufgebaut und hat tatsächlich auch offen mit den Usern kommuniziert. Wir haben damals auf der Funkausstellung einen Workshop mit Usern, die da zu diesem Thema auch tatsächlich ungefiltert Fragen stellen durften. Und es kam tatsächlich dann auch recht ehrliche Antworten. Sony hat damals gesagt, dass sie an diesem Problem arbeiten, dass sie da auch etwas überrascht waren und dass sie Mittel gefunden hätten, das zu lösen. Ja, und da kam auch die neue Generation und man hat bei Altgeräten dann auch betroffene Geräte getauscht, auch sehr kulant. Wie schon gesagt, war oft nur ein Neutausch gegen ein Neugerät möglich. Das hat man dann sehr kulant gemacht. Und eigentlich waren wir alle beruhigt und dachten, schön, wir haben da was aufgedeckt. Der Hersteller war auch überrascht und es wird jetzt alles besser. Und ja, es sah auch zuerst so aus, aber nach 2 Jahren kamen dann schon wieder so User-Meldungen, dass dieses neue Gerät, das ja eigentlich schon stabiler sein sollte, auch wieder einem Drift aufgelegt war. Und eigentlich hatten wir erwartet, dass, wenn ein Drift entsteht, es wenigstens länger dauert, weil das Problem ja etwas behoben sein sollte. Ja, und dann haben wir das auch überprüft und tatsächlich gab es dann wieder Probleme. Das war also noch nicht behoben. Und auch darauf hat Sony wirklich noch reagiert und gesagt, ja, man sollte Vertrauen haben, das würde alles verbessert. Ja, und dann kam die Laser-Variante und ja, da hat tatsächlich Sony auch
Käufern, auch gerade von den teuren Modellen, versichert, dass dieses Problem nicht mehr existiert. Dass man also beruhigt zu diesen Laserprojektoren greifen kann. Und ja, wir haben das halt auch angenommen, unter dieses Vertrauen gehabt, dass diese Geräte in dieser Preisklasse stabil sind. Trotzdem waren wir auch ein bisschen schlauer diesmal und haben auch Geräte nach 1 und 1,5 Jahren vermessen. Und ich hatte von Händlern VW 760er, das war ja dieser erste, sagen wir mal, halbwegs bezahlbare Laserprojektor. Und die ersten Messungen, die ich nach über einem Jahr gemacht habe, die waren tatsächlich sehr stabil. Also neben dem typischen Drift, das so kleine Korrekturen, war kein Kontrasteinbruch auszumachen. Und auch die Geräte, die wir damals noch mit Filtertuning versehen haben, ein paar User von euch sind jetzt vielleicht dabei unter den Zuschauern, die waren auch noch stabil. Ja, aber dann kam nach noch weiterer Zeit doch wieder von Händlern und auch von Usern Meldungen, dass diese Geräte wieder Probleme aufweisen. Und dann habe ich diese betroffenen Geräte, also wo Leute direkt auf mich zukamen, untersucht und tatsächlich hatten diese Geräte dieses Problem. Dann haben sich die Anfragen gehäuft und ich habe vor einem rund halben Jahr Sony dann nochmal eine Anfrage per E-Mail geschickt und um eine Stellungnahme gebeten. Aber die Antwort bestand eigentlich nur aus der Frage, welches Problem ich denn meine und welche Geräte bitte schön betroffen sind. Ja, und da muss ich mal auch ehrlich sagen, da fühlt man sich als Journalist dann auch irgendwann nicht mehr ernst genommen. Über all die Jahre hat man das mit Sony kommuniziert und auf einmal heißt es, welches Problem meinen Sie denn? An dieser Stelle habe ich persönlich auch entschlossen, dass das zu langwierig wird, hier wieder alles aufeinander aufzubauen. Und als dann noch ein VW 760 in meine Hände kam, der relativ stark benutzt wurde und auf 2000:1 Kontrast gefallen war, habe ich das dann auch sofort veröffentlicht und entschlossen, dass wir jetzt mal diese Sache eigenständig untersuchen und da mal Fakten schaffen, was da überhaupt das Problem ist. Ja, und was war die Reaktion von Sony? Ja, die war tatsächlich erstmal, dass man versucht hat, gegenüber Dritten uns zu diskreditieren, was in Anbetracht der zahlreichen Fälle und Userberichte natürlich nicht funktioniert, zumal wir ja auch persönlich geschädigt sind. Also das ist schon ein merkwürdiger Ansatz gewesen. Ja, und inzwischen wächst wohl der Druck. Mittlerweile höre ich von diversen Seiten, dass Sony sagt, sie hätten das Problem nicht mehr. Ja, wenn dem so ist, dann bin ich der Erste, der das tatsächlich auch verkünden würde. Aber das muss ich natürlich erstmal untersuchen. Ja, wenn die Performance eines High-End-Projektors, eines teuren High-End-Projektors, nochmal. Ja, wenn die Performance eines High-End-Projektors, eines sehr teuren High-End-Projektors innerhalb der Garantiezeit, also sprich in den ersten 2, 3 Jahren, signifikant abnimmt, dann sollte es ja eigentlich klar sein, dass das ein Garantiefall ist, der auch gelöst wird. Das ist aber tatsächlich nicht so einfach und auch nicht immer der Fall, denn Sony gibt in den technischen Daten zu den Geräten überhaupt keinen nativen Kontrast an. Die geben bei vielen Geräten nur einen dynamischen Kontrast an, 1.000.000:1 oder solche Zahlen. Das sind absolut wertlose Zahlen, weil man die mit Hilfe der Blende beeinflussen kann. Und bei dem Gerät ohne Blende, also hier bei dem 270, 290er Modell, da wird gar kein Wert für den Kontrast angegeben. Und da kann natürlich Sony sagen, wir haben nie einen Kontrast von 10.000:1 versprochen. Deshalb ist das kein Garantiefall. Tatsächlich versteckt sich Sony auch bei vielen Ablehnungen von Garantiefällen hinter der Aussage, das Gerät ist noch in den Spezifikationen. Gleichzeitig nennt Sony aber diese Spezifikation nie. Also es gibt keine Aussage wie, das Gerät hat noch 2000:1, das ist in den Spezifikationen, oder es hat noch 1000:1, das ist nicht mehr in den Spezifikationen. Und meiner Meinung nach hat der Kunde schon ein Anrecht, wenn ein Performanceverlust da ist, dass der Hersteller beziffern muss, bis wie der gehen darf und wann die Spezifikationen eben verlassen werden. Das wird aber in der Regel, also ich kenne keinen Fall, wo sie tatsächlich mal angegeben werden. Es ist eigentlich auch ein bisschen naheliegend, wieso die nicht angegeben werden. Ja, ebenfalls etwas unklar ist, ob man einen Nachbesserungsanspruch hat, wenn es sich um einen Konstruktionsmangel handelt. Jetzt habe ich oft gehört das Argument, ja, die Geräte altern, halt alles altert. Tatsächlich haben wir ja aber Vergleichstechniken. Wir haben JVC-Projektoren, das ist dieselbe Technologie. Klar, anderer Hersteller, die Teile kommen aus anderen Fabriken, aber ein JVC-Projektor hat auch über viele, viele Jahre keinerlei Kontrastverlust. Also ist es nicht technisch bedingt, dass ein
LCOS-Projektor Kontrast verliert und vom Kunden daher auch nicht vorauszusetzen. Das ist also keine Annahme, die der Kunde als selbstverständlich hinnehmen muss, ja, da ja Geräte gibt, die das nicht haben. Ja, klar, wir sind jetzt keine Anwälte, letztendlich müssen das Gerichte klären. Wer also betroffen ist von der Sache und da auch sein Recht bekommen will, dem müssen wir eigentlich anraten, tatsächlich da auch den Rechtsweg zu bestreiten. Ich kenne Fälle, meistens lenkt der Hersteller dann ein zu einem Vergleich. Er lässt es in der Regel auch nicht drauf ankommen. Aber da wir jetzt hier so viele Fälle haben, ja, also eine Sammelklage gibt es in Deutschland ja leider nicht. Jetzt haben wir natürlich auch schon in den Facebook-Gruppen beraten. Ich habe auch mal gesucht, was es gibt, ist eine sogenannte Feststellungsklage, die ein Verbraucherschutzverband zum Beispiel durchführen kann. Und der kann tätig werden, wenn es tatsächlich Anhaltspunkte gibt, dass es tatsächlich ein genereller Mangel ist, der vorliegt. Das heißt, man muss den Verbraucherschutz davon überzeugen, dass hier schon etwas im Argen liegt. Und der kann dann tatsächlich diese Feststellungsklage einreichen. Und wenn die stattgegeben wird, dann kann der Hersteller auch in die Pflicht genommen werden. Und das ist ein Punkt, den wir auch noch mal weiter verfolgen werden. Nun sind ja vor ein paar Monaten die neuen Sony-Projektoren gekommen, der XW 5000 und der XW 7000. Schöne Geräte mit sehr gutem Bild. Auch wir haben das ja getestet und haben dem Gerät wieder eine super Leistung bescheinigt. Aber das sind ja wiederum Neugeräte. Jetzt sind bei diesen Geräten ja die Panels neu, sind ja geschrumpft worden. Das heißt, der ganze Lichtweg ist neu konstruiert. Und es besteht ja jetzt vielleicht die Hoffnung, dass diese Geräte stabil sind. Der Hersteller, der sagt natürlich, die Geräte sind stabil, es gibt keine Probleme, man muss nichts befürchten. Ja? Das haben wir aber auch jetzt schon öfter gehört. Und wenn man in die Anleitung guckt, hat tatsächlich ein sehr kritischer, vorbildlich kritischer Händler, nämlich Lars Mette von Hollywood zu Hause, der ist aufgefallen, dass in der Anleitung eine Passage steht, da steht drin, wir blenden sie hier mal ein, da könnt ihr es wörtlich lesen, sinngemäß steht da, wenn dieses Gerät lange Zeit nicht genutzt wird, dann kann die Performance schlechter werden. Also mit anderen Worten, das steht übrigens in keiner der alten Anleitungen, das steht erst in der neuesten drin. Das sieht so aus, als ob der Hersteller sich hier selber einen Freibrief ausstellt, dass wenn man das Gerät länger nicht nutzt, es eben einfach schlechter wird. Natürlich Anfragen an Sony liefen. Sony hat außer mit der Aussage, man soll sich keine Sorgen machen, da passiert nichts, nicht weiter zu geäußert. Wenn nichts passiert, wieso steht diese Passage bitte schön in der Anleitung? Zumindest weckt das Misstrauen. Und auch hier hoffen wir mal, dass Sony mal genau erklärt, was denn für Mängel da mit dieser Passage gemeint sind, was da passieren kann. Oft wurde auch verwiesen, das wäre eine Standardphrase, die würde auch in anderen Anleitungen stehen. Nein, sie steht tatsächlich so nicht in anderen Anleitungen. Man kann das vergleichen und da beziehen sie sich mehr auf mechanische Teile. Also das ist nicht direkt so vergleichbar. Mit anderen Worten, wir werden auch diese Geräte beobachten. Wir haben schon Geräte neu vermessen. Und werden jetzt beginnt ja langsam die Zeit, halbes Jahr, Dreivierteljahr, dann wird sich ja zeigen, ob die Geräte tatsächlich konstant bleiben. Und da werden wir natürlich genau berichten. Ja, das ist die ganze Sony-Saga bisher gewesen und sie geht weiter, wie wir sehen. Ich persönlich finde es ein bisschen schade als Journalist, gerade als jemand, der versucht, Brücken zu bauen zwischen Herstellern und Usern und Händlern, dass man da von dem Hersteller so ein bisschen im Stich gelassen wird und im Gegenteil praktisch so dargestellt wird, als wäre der Überbringer der Botschaft der Böse. Nein, die Geräte haben ein Problem und auch wir hier bei Cineforum sind geschädigt mit einem Projektor und deshalb auch mein Appell an den Hersteller. Wenn Sony das Problem gelöst hat, dann kann Sony mich gerne kontaktieren, mir das zeigen und wenn das Problem gelöst ist, bin ich der Erste, der auch genauso öffentlich und ehrlich dann kommunizieren wird, dass das Problem gelöst ist. Denn eigentlich arbeiten wir hier alle mehr oder weniger gemeinsam und es ist in unser aller Interesse, dass Sony in vielen Jahren immer noch schöne, viele Heimkinoprojektoren baut, von denen auch die User lange etwas haben. Und mit diesem Appell beende ich unser sehr lang gewordenes, aber hoffentlich trotzdem interessant gewordenes Special. Und demnächst geht es weiter mit neuen Ergebnissen zu VW, HW und natürlich auch XW-Modellen. Bis dann und bis zum nächsten Video. Euer Ecki Schmidt.